100.000 Tonnen Haushaltsbatterien und Akkus landen jedes Jahr im Müll. Nur jede zweite Batterie in der EU wird recycelt. Die wertvollen Materialien gehen verloren, Giftstoffe landen in der Umwelt. Gleichzeitig gibt es immer mehr kleine Gadgets wie Wearables oder Tracking-Chips, die in naher Zukunft wahrscheinlich nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sein werden. Und sie alle brauchen Strom. Der Bedarf an Batterien steigt also. Wie cool wäre es dann, wenn wir wenigstens für diese kleinen Anwendungen Batterien herstellen könnten, die man bedenkenlos wegschmeißen kann? Zum Beispiel aus Papier und Zucker. Genau das hat Dr. Jules Hammond mir in einem Interview beim Falling Walls Science Summit in Berlin vorgestellt. Und ich wollte euch unbedingt davon erzählen. Hi, my name is Dr. Jules Hammond. Hi, mein Name ist Dr. Jules Hammond und ich bin CEO und Mitgründer beim Startup BFC. In one sentence, BFC erzeugt Elektrizität mit Papier und Enzymen. Wir produzieren eine umweltfreundliche und nachhaltige Energielösung für Mikroelektronik. Das Startup wurde aus einer französischen Uni heraus gegründet und sie entwickeln dort sogenannte bioenzymatische Brennstoffzellen, die ursprünglich mal für die Medizin erfunden wurden. Daraus haben sie dann diese kleine, dünne und flexible Batterie hier entwickelt. Und alles, was man dafür braucht, ist ein bisschen Kohlenstoff, Glucose und Enzyme, sowie einfach nur Papier, Luft und ein Tropfen Wasser. Okay, das klingt ja schon mal mega nice, aber wie funktioniert das genau? Wie ihr wisst, haben Batterien auf der einen Seite einen Elektronenüberschuss, das ist der Minuspol bzw. die Anode, und auf der anderen Seite haben sie einen Elektronenbedarf, das ist der Pluspol bzw. die Kathode. Verbindet man die beiden Pole mit einem Stromkreis, dann fließt der Strom. In enzymatischen Biobrennstoffzellen entstehen die elektrischen Pole mithilfe von chemischen Reaktionen, die wiederum mit Enzymen ermöglicht werden. Unsere Papier-Bio-Brennstoffzelle basiert auf Zellulose und Kohlenstoff. Wir drucken die Kohlenstoffelektroden auf Papier und in jeder Elektrode sind unterschiedliche Enzyme. Ein Enzym verwandelt Glucose in Gluconolacton, wodurch Elektronen freigesetzt werden. Und das zweite Enzym reduziert Sauerstoff zu Wasser. Wenn man diese beiden Reaktionen kombiniert, erschafft man einen Stromfluss durch den Stromkreis. Die glukosebasierte Biobrennstoffzelle wird von internationalen Forschungsgruppen hauptsächlich dazu entwickelt, um medizinische Implantate, wie zum Beispiel Schrittmacher, Insulinpumpen oder Sensoren mit Strom zu versorgen. Der Körper selber versorgt die Brennstoffzelle praktisch endlos mit Glukose, Wasser und Sauerstoff. Für die Brennstoffzelle von BFC sind die Glukose und die Enzyme aber in Papier eingebettet. Der Sauerstoff kommt einfach aus der Luft und die Kontaktstellen werden mit Kohlenstoffelektroden im wahrsten Sinne des Wortes einfach auf das Papier gedruckt. Das kann man hier eigentlich ganz gut sehen. Damit die Reaktionen ablaufen können, braucht man dann noch ein ganz kleines bisschen Wasser. Das haben die Entwickler in ihrem patentierten Flüssigkeitsreservoir eingebaut. Da muss man zum Aktivieren einmal draufdrücken und zack, erzeugt eine Brennstoffzelle aus Papier Strom. Die Leistung der Papierbatterie ist eher klein. Sie liegt im Milliwatt-Bereich und eignet sich deshalb speziell für Anwendungen, in denen man nur wenig Leistung braucht. Handys oder sogar E-Autos wird man mit dieser Technologie also nicht betreiben können. Ein Beispiel, das Dr. Jules Hammond mir beschrieben hat, ist dieser kleine, flexible Tracker hier, den er und sein Team auch entwickeln. Der Tracker hat eine ganze Reihe von Sensoren und Sender für zum Beispiel Bluetooth Low Energy, Wi-Fi und NFC. Dabei ist er genauso flexibel wie die Papierbatterie selber. Man kann mit dem Tracker zum Beispiel die Vitalfunktionen von chronisch Erkrankten oder Bewegungsprofile von Sportlerinnen und Sportlern überwachen. Oder auch die Bedingungen kontrollieren, mit denen empfindliche Nahrungsmittel oder Medikamente verschickt werden. So kann man zum Beispiel jedes einzelne Paket mit so einem Tracker versehen und Unterbrechungen in der Kühlkette leicht feststellen. Man könnte aber auch herausfinden, wer auf dem Versandweg das Paket besonders grob behandelt hat. Weitere Ideen drehen sich rund um das Internet of Things und moderne Logistikunternehmen. Das Interesse ist also da besonders groß, wo Abläufe digitalisiert werden. Wenn ihr die Möglichkeit haben wollt, etwas schnell und unkompliziert gegen die Klimakrise zu unternehmen, so wie zum Beispiel der Hersteller dieser Batterie, dann könnt ihr euch jetzt den Sponsor unseres heutigen Videos mal genauer anschauen, nämlich die Klima-App. Die Klima-App kennt ihr vielleicht bereits, sie hilft euch dabei, euren CO2-Verbrauch zu kompensieren.
Zusätzlich bietet sie euch aber auch Tipps für ein nachhaltigeres Leben an und erklärt euch, wie ihr gemeinsam mit euren Freunden etwas gegen die Klimakrise tun könnt. Wenn ihr euch die App heruntergeladen habt, wird über einige Fragen euer CO2-Fußabdruck bemessen, den ihr dann mit einem monatlichen Betrag offsetten, also ausgleichen könnt. Das Geld fließt in eine Vielzahl nachhaltiger Projekte für mehr Umweltschutz. Darüber hinaus findet ihr in der App ganze Videoreihen mit Tipps für ein nachhaltigeres Leben. Fun oder eigentlich besser Important Fact: Ihr könnt in der App sogar eurem lokalen Abgeordneten im Bundestag schreiben und dem mal so ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, dass mal mehr für den Klimaschutz getan wird. Falls ihr jetzt noch offene Fragen zur Klima-App habt, dann schaut euch gerne mal in diesem Video hier um. Da haben wir die App und die Firma dahinter mal kritisch durchleuchtet. Wenn ihr also jetzt etwas gegen den Klimawandel tun wollt, dann klickt gerne auf den obersten Link unten in der Videobeschreibung und nutzt gerne den Code DRWATSON, denn damit unterstützt ihr uns und unsere Videos und es werden auch noch 10 extra Bäume in eurem Namen gepflanzt. Die Papierbatterie könnte eine Alternative für diese ganzen kleinen Alkali-Batterien werden, die anscheinend einfach von voll vielen in den Müll geschmissen werden. Schon in den nächsten 2 Jahren soll die Biobrennstoffzelle erst für Firmen und dann auch für Privatanwender zu haben sein. Jules Hammond stellt sich vor, dass Hobbyentwickler noch viele weitere kreative Anwendungen finden werden, ähnlich wie zum Beispiel beim Raspberry Pi. Cool finde ich auf jeden Fall, dass man die Batterie am Ende einfach wirklich guten Gewissens wegschmeißen kann. Einfach weil keine gefährlichen oder umweltschädlichen Elemente verbaut sind. Und ich bin schon mega gespannt, was daraus noch wird. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric. BFC. Sei FC. Sei der FC. Sei der FC. Kölle.